So, schöne, lustige Hintergrundmusik. Wir gucken uns dieses Wandgemälde an, während die lustige Frau ihren Computer behandelt und guckt, ob wir nichts kaputt gemacht haben. Silver and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. Sie ist unfassbar hoch. And radiant majesty. Die junge Mutter des Humanismus. This is her innocence, Dolores Dei. Hey, Dolores Dei, von der haben wir schon mal gehört. Öfter. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Pride Crown? Ich sollte niederknien? Okay, ich knie mal nieder, mal sehen, was Katsuragi dazu sagt. Your knees touch the floor. The floorboards are hard and cold. There you kneel among the snowdrifts, diffuse light falling on your hands from beyond the glass. Deine Knie berühren den Boden. Die Dielen sind hart und kalt. Du kniest mitten in der Schnee und diffusen Licht. Kann es sein, dass diese Kirche nie richtig zu war? Du schließt deine Augen. The world is silent, but for the creaks and cracks of the massive wooden structure behind you, it covers you from the wind outside. Das schützt mich vor dem Wind, der draußen weht. The ocean feels distant. Its ebb and flow blocked off by the centuries-old pinewood sarcophagus around you. Ein Sarkophag aus Kiefernholz, wie poetisch. Cold air seeps in through the crack in the glass, cooling the sweat on your forehead, makes you shudder. Kalte Luft, du erschauderst. In the darkness, you sense her eyes on you, inspecting you with their multicolored glass, as if you're a bug under a microscope. Ich fühle mich jetzt wie ein Insekten in einem Mikroskop. Du öffnest die Augen. The woman looks down at you kneeling. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye of what? Compassion? Remorse? Sie hat ein trauriges Lächeln auf den Lippen und in ihren grünblauen Augen ist ein Funkeln zu erkennen. She acknowledges the passing of someone who is still alive. Wie war das mit die Geschichte überwinden? You. Deins? Sie bedauert, dass er ablehnt, von jemandem, der noch am Leben ist. Es ist Treue, es ist Mitgefühl, es ist Trauer. Es ist unerträglich zu leben. Ach Quatsch. Es ist Mitgefühl. As that soft word passes through your mind, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Oh, der Lieutenant ist religiös. Du tust ihm Gleiches aus, als du aufstehst. Your fingertips touch your chest 4 times. Then you rise from your knees into the apricot-colored light of the window. Above you, the woman still smiles her distant smile, sundered by the crack in the glass. Ich berühre mit dem Brustfilm, dann hebst du dich von den Knien in den aprikosenfarbenen Licht des Kirchenplatzes. Über dir zeigt die Frau ein kühles Lächeln gespalten durch den Riss im Gras. Enzyklopädie! 97%. It's a mystery. Was? A mystery sprinkled with self-pity and regret. For some reason, unknown to your mind, looking at her delicate eyes makes you feel like you're ready for drowning. Wirklich? All you know is, this is the young mother of humanity, and that you should go. Das ist 97%! Wir sind doch nicht über XCOM. Sad, worry-worn look. Das ist Dolores Dei. The old woman in the village was right. This must be the Dolorian Church of Humanity in Martinez, or the small Pinewood Church in some records. Das muss eine Dolorianische Kirche der Menschlichkeit oder die kleine Kirche Kiefernholzkirche, wie sie auch gelegentlich bezeichnet wird. Schon mal von ihr gehört? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Ravachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. Es wurde von den ersten Generationen Siedlern, die haben gleich so eine riesen Kirche hier gebaut? On the coast of an uninhabited archipelago, where only animals had roamed before, in the wild reeds. An der Küste eines unbewohnten Archipels. Was weiß er noch? There used to be 7 stave churches on the coast. Lesetza, they call them. The 7 Sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. Ach, das ist die letzte Kirche. Die anderen wurden für Baumaterial oder, abgenommen oder für die Revolution. Das sind die guten an XCOM 97%, ne? We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find anything connected to the lynching here. Something else, perhaps? Er meint, wir können vielleicht was anderes finden. Er richtet den Blick auf die herumliegenden Gerätschaften. Respectful? Is the lieutenant a follower of Delorianism? Wäre interessant, ob er Anhänger davon ist. Pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Weiß er, warum sie verlassen wurde? Police Raid wissen wir, ne? I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces.
Erst entsteht eine Pause, dann fährt er fort. Das hat uns der andere ja auch gesagt mit der Polizeiratze. Da war Kitsuragi auch sehr still, ne? The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. She has more respect for the RCM than many around here. Die alte Frau im Dorf hat's verschwiegen. Ja, schade eigentlich. Wir wissen ja nichts. Wer hat diese Razzia durchgeführt? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. Oh, meine Station war dabei. Ja, ich war bestimmt in der ersten Reihe. How come the lieutenant isn't sure? Is this confidential information? Ja, es ist alles sehr komisch. Sind Sie sich nicht sicher? 3 precincts were involved in the raid, and people say precinct 41 was one of them. Ich mir mal an, ich könnte hier gewesen. Ich erinnere mich nicht hier gewesen zu sein. Nicht mal so ein bisschen, ne? I am pretty sure it was a clandestine operation. I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Er ist sich ziemlich sicher, dass es geheim war. Und er weiß nicht, wer dabei war oder wer überhaupt. Der versucht sich nicht in andere Gelegenheiten einzumischen. Anderen Leuten ihre Angelegenheiten. Meine Güte, Deutsch ist jetzt wieder. Wenn ich hier war, dann sollte ich herausfinden, aus welchem Grund. Du fährst fort. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. Naja, ich hab's lieber vergessen. Wir können was leveln. Wie spät haben wir es? Das ist noch jede Menge Zeit. Gut, leveln wir Enzyklopädie weiter, weil wir haben ja offensichtlich zu wenig Enzyklopädie-Punkte. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. So, hier, Enzyklopädie. Despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Dei. The innocence of humanism, internationalism, and the welfare state. Perhaps the most famous human being ever to have lived. Ah, das ist eine tatsächliche Person, oder Dolores Dei? Das ist der Schuldrein des Humanismus, Internationalismus und des Wohlfahrtsstaates. Das wäre es gewesen, wenn der auch daneben gewesen wäre. Ich glaube, mehr als 97% geht auch nicht, ne? No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the deluge and haunts you still. And will haunt you forever, as it haunts all men. Es hat die Sintflut überlebt und verfolgt dich noch immer. Es wird dich wie alle Männer auf ewig verfolgen. Was ist die Schuld rein? Ich habe von dem System gehört. Habe ich? Zu spät für mich. Spielst du morgen nochmal weiter? Ich bin morgen nicht da. Deswegen streamen wir ja heute. Weil ich morgen unterwegs bin. Ja, was ist das für ein System mit den Schuld rein? Ich habe von dem System gehört. The highest category of historic individual. An embodiment of the world spirit. Aber keine Angst, Botting, du verfasst nichts. Es folgen jetzt noch 30 Minuten Gameplay und die bestehen höchstwahrscheinlich aus dem Dialog mit der lustigen Frau Sonner, die Programmiererin, und sonst niemanden. Aber, keine Angst, nächste Woche arbeite ich wieder, dann läuft wieder alles seinen Gang. Ist nicht schön, dass mein Leben dann regelmäßig ist, wenn ich arbeite. Wenn ich Urlaub habe, sind Streams wesentlich unregelmäßig und alles passt irgendwie nicht. Toll, oder? Zurück zum Thema. Eine Herrscherin, eine Tyrannin? Eine Verkörperung des Weltgeistes. Tyrannen? In a way, an innocence is elected to office by the founding party. A precedent that has taken place a mere 6 times in the entirety of history. The legal system of the Real Belt is built from the ground up to accommodate an authentic rule should it coincide with our time. Der Bund der Gründer sagt es in der Geschichte der vollkommen die Rechtsordnung der Realgötz wurde von Grund auf so gestellt, dass er einen schuldreinen Herrscher zulässt, dass es die Möglichkeit während seiner Zeit ergeben. Also sie haben halt nicht immer einen schuldreinen Herrscher, sondern nur, wenn er gewählt wird. Aber es könnte immer einen geben, aber es passiert nicht oft. An innocence is infallible. The decisions made by one are not decisions. They are inevitabilities. What would have happened anyway? Only accelerated, packed into decades instead of centuries. And innocence is a continuous, compressed event. A sacred human being. It is an honor and a glory to live when one is in office. Also, es kommt nur sehr selten vor, dass eine schuldreine Person gewählt, aber eine schuldreine Person ist quasi wie ein Papst und alles, was sie sagt, ist unfehlbar und ist quasi, es beschleunigt nur den Lauf der Dinge. Also die schuldreine Person ist per Definition immer richtig und wenn sie was sagt, dann passiert das halt bloß jetzt, anstatt dass es später passiert, aber es wäre so oder so passiert. Ist bei mir eigentlich klar, dass die nächste Woche in 5 Minuten losgeht? Ah, yes. Irgendwie ist mir heute die ganze Tag schon so, als wäre Montag. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe einen Kaffee gemacht. Nicht für mich.
und bin wieder ins Bett. Und wo ich wieder aufgewacht bin, dachte ich, das ist die nächste Woche. Es ist Montag. Es ist ein neuer Tag. Na gut, es gibt das gegenwärtig nur eine Schuldreine? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist es immer eine Frau? Oder kann es der, die das Schuldreine sein? No, we are alone. Ah, wir sind allein. Aha, wann hat sie geherrscht? 300 years ago, in the wake of the discovery of this Isola, the Insulindian, by explorers from the continent of Muindi. She is, among other things, the innocence of inter-isolary travel and the connected world. Vor 300 Jahren nach der Entdeckung der insolidischen Isola, die durch die Forschung auf Kontinenten, die sind dann andere die Schuldreine der intersolären Reisen zur vernetzten Welt. Wahrscheinlich die neueste? Ich dachte heute, es wäre heute Samstag. Ja, das kann mir nicht passieren, Steffi. Ich gehe öfter mal raus und die Läden haben in der Regel am Sonntag zu. Deswegen bin ich immer ganz gut darüber informiert, welcher Wochentag ist. Das geht ganz gut. Was weiß ich noch über sie? Many things. You know she was a woman of the court. The wife of an influential Marchese. And eventually, the principal advisor to Irene la Navigateur, Queen of Serene, modern-day Sir Laclais. Also, that she was gorgeous beyond beauty. Eine umwerfende Schönheit, so. Draped in ancient sadness. Are you sure you want to remember this bit of historic trivia? Standing under a long, slender form like this, dwarfed. Das Innenleben kommt hier mit uralter Traurigkeit? Stimmt, ich soll lieber nicht rumstochern. Okay, was noch? War sie schlau? Wo kommt das denn her? The past is a silo of sadness, fermenting. You should keep away. Das Innenleben ist irgendwie nicht so mit positiven Gedanken gefüllt, oder? No, you must know. Okay, was noch? Terribly, women of the court were expected to play both contract bridge and chess sufficiently well to prove an interesting challenge to a man. A simple grasp in matters of philosophy, theology, and science was encouraged. She was, by all means, a kept woman. Ah ja. Die Frau des Hofes, es stellt durchaus im Bridge als auch im Schach eine interessante Herausforderung für einen Mann dar und verliert am Ende dann doch. Und sie war durchaus eine Mätresse und hat auch interessante Kenntnisse in Naturwissenschaften, Philosophie und Theologie, was irgendwie auch ein total trauriges Dasein ist, oder? Wenn du halt dieses ganze massierte Wissen nur hast, um anderen Leuten irgendwie, weiß ich nicht, so einen Spiegel vorzuwerfen, ohne mit diesem Wissen selber irgendwas anfangen zu sollen. She made the most of her position in the antediluvian court. A court visited by the most prominent thinkers and artists of the day. In secret, she was becoming the era's preeminent philosopher of the state. A scalpel, a piercing gaze. Ah ja, und sie ist heimlich die herausragendste Philosophin des gesamten Staats geworden. Weil da halt irgendwie anscheinend die Intelligenz ja ein- und ausmarschiert ist. She was an almost preternaturally magnetic and intelligent individual. To her contemporaries, she appeared out of time, a messenger from the future of the species. We all fell in love with her. Head over heels. Even before she was declared an innocence, her influence was tremendous. Ah ja, also die Welt hat sich quasi in sie verliebt. Wie das? It was on her advice that Irene la Navigateur sponsored a number of voyages into the Pale. A costly, often tragic endeavor, ultimately vindicated by the discovery of the new world, the piece of reality you're standing on. Ah ja. Also unsere gute Revisionärin hat halt die Reisen ins Grau gemacht, die oft ziemlich doll schief gehen. Und die neue Welt wurde entdeckt. Das Stück Realität, auf dem wir sind. Ich meine, wenn das Grau alles übernimmt, ist es wahrscheinlich immer ganz praktisch, wenn man noch irgendwie neue Stücken findet, oder? Die irgendwo noch rumschwebeln. Die am besten noch größer sind als die man gerade hat. She was crowned 2 years after the first expedition returned, setting in motion what is widely considered the greatest era in history. The DeLorean Era. Schön, sie hat die größte Zeit der Geschichte. Schön, es ist auch toll, wenn die größte Zeit der Geschichte bereits passiert ist und in der Vergangenheit liegt. Das ist dann immer so ein bisschen deprimierend, oder? Das ist ja wie das gute alte Meme mit zu spät geboren, um die Welt zu entdecken, zu früh, um den Weltraum zu erkunden. Wow. Wow, indeed. When her innocence was declared, and the queen she had advised for years fell on her knees before her, she was so overcome with emotion that her lungs started glowing in her chest. Was? Als sie zur Schuldrein erklärt wurde, hat die Königin dieses zu Knie gefallen, sie hat geleuchtet? Bystanders reported golden filaments
lighting the already sunlit chamber around her, clearly visible beneath her dress. Scheint sehr magisch gewesen. Goldene Fäden? That is why the lungs are the symbol of love for the cultures of the Real Belt. Ah ja. Die Lungen sind die Zeichen für die Kulten des Realgolds. Ich will mehr. Was in irgendeiner Weise furchteinflößend? Zöllner, ich will mehr. As did we all. The lands of the Mesk and the Occident, and even far away Supreme Windy. Altogether, 21 of the 40 mundial nations of the time immediately accepted Innocentic rule, even before her crowning. Was, die ganzen Länder haben einfach das sofort ihre Herrschaft akzeptiert? Sogar das entfernte Supramundi? Ihre Krönung? In a city called Advesperaskit, in Vesper Messina, her homeland, the name of the city means evening comes, but it happened on a winter's morning, with the canals frozen and slush falling out of the sky. Der Stadtname in ihrer Heimat Vesper Messina. Der Name der Stadt bedeutet, der Abend bricht an, doch es geschah an einem kalten Wintermorgen, an dem die Kanäle zugefroren und der Schneeregen vom Himmel prasselte. She was dressed in a white and pearl dress, on an emptied-out plaza, with the crowd far away. Already, her Theriers, the secret servicemen of the Innocents, were worried about an assassination attempt. Die Geheimdienste der Schuldreihen heißen Terriers und die hatten schon Angst vor dem Attentat, bevor sie überhaupt gekrönt wurde. Na gut, wer so viel Macht in sich vereint, hat wahrscheinlich durchaus Feinde, oder? Sie muss wunderschön gewesen sein. Also die Leute waren weit weg. Oh yes, she looked like humanity's young mother, a perfect mother, insultingly beautiful. It was as if her face and shoulders and hands were covered in a soft down of underfeathers. You know this well, very well. Es schien, als wäre ihr Gesicht, ihre Schultern, ihre Hände in ein samtes Downkleid gehüllt. Du kennst dich damit gut aus, sogar sehr gut. Warum das denn jetzt? Midwinter snow was beating the cobblestones around her. A small attaché of officials stood by as her Theriers placed a white gold wreath on her head. The crowning was mostly witnessed by secret servicemen. Ein weißgoldener Kranz. Und dann wurde sie geattentätert? One of the men in this secret service killed her 22 years later. A young man who had come to suspect that Dolores Dei was not entirely human, but something else. Einer ihrer Geheimnismänner hat sie 22 Jahre später getötet, weil er glaubt, sie war nicht ganz menschlich. Something that had walked in our midst, watching us stumble for hundreds, if not thousands of years, until it decided to interfere in the course of our history. We were supposed to come up with this ourselves. The man was reported to have screamed at the Innocents. Aha. Also ihr dacht, dass es ein Wesen war, was die menschliche Entwicklung ein bisschen fortschreiben wollte. Oh, das kommt öfter mal vor, dass wenn man die menschliche Entwicklung, also die Entwicklung von irgendwelchen Zivilisationen zu sehr manipuliert, dass alles schief geht. Aber manchmal wird man ungeduldig, da muss man halt was tun. Dolores Dei was shot in the chest with a fowling piece 8 times. The man, thought to be insane, said he once touched her and her body had been unnaturally warm, like a furnace, and that sometimes, while on duty, he observed her forgetting to breathe for over 10 minutes. Oh, sie hat sich unnatürlich warm angefühlt und sie hat manchmal für 10 Minuten lang vergessen zu atmen? This inhuman quality was witnessed by many others as well, glowing lungs and all. It is commonly attributed to mass hysteria and religious psychology. Ach ja, also dieses Unmenschliche in die leuchtende Lunge, das ganze andere Zeug wurde von anderen Leuten gesehen. Ist die Frage, ob sie überhaupt so leicht tötbar war. War sie nur generell furchteinflößend? Terrifying is a term too emotionally charged for your semantic memory, or what remains of it. But ja. Das semantische Gedächtnis, das... Gut, dass wir übrigens die Enzyklopädie nochmal gelevelt haben, sonst hätten wir das jetzt alles verpasst. Oder was auch immer noch davon übrig ist. Terrifying. It's a simple word. She was bad for humanity, and you shouldn't have started thinking about her. Furchteinflößend, ich habe damit angefangen, ich hätte nicht über sie nachdenken sollen. Nein, ich will wissen, ob es etwas Schlechtes an ihr gab. You already do. Although she is often considered to be the greatest human being to ever live, there was something ominous about Dolores Dei, constantly surrounded by her Theriers. Es gab etwas Ominöses an ihr. She was the most socially secluded and least self-aware of all the innocences. Some modern thinkers would consider her a war criminal for the campaigns she waged against the Mesk state. And then there were the resettlement programs.
Ah ja, sie hat am wenigsten Selbstkritik von allen geübt und sie wurde als Kriegsverbrechen gesehen bei den Umsiedlungsmaßnahmen. The Misk state tried to detach itself from inauthentic rule. Parts of the world were experiencing whiplash from accelerating into secularism. Her mandatory education programs and mass resettlement of upstream Margrit were problematic as well. Dissenters were suppressed by a military force she called the Army of Humanity. Ah ja, der beschleunigte Übergang in den Säkularismus wurde nicht so gut betrachtet. Und obligatorische Erziehungsprogramme klingen auch nicht so geil. Armee der Menschlichkeit. Suggesting those who fight against it are not part of humanity. Was sie verstehen geben sollten, dass jene, die zu bekämpfen, nicht Teil der Menschlichkeiten sind. She adored chess, yes, but also military war games. Dolores Dei often holds a tiny tin soldier between her index finger and thumb in icons such as this. She was also blonde, the blondest woman you have ever seen, with green eyes the color of the Pacific, mare interregnum. Sie hat die grünsten Augen überhaupt und blonde war die blondeste Frau überhaupt. Und hätte man eine kleine Zinsfigur in der Hand, Zinssoldatenfigur in der Hand gehabt. Nun ja! Das sind irgendwie kleine Minivögel. So groß ist das hier. Ja. Das hat Terry Pratchett auch mal gemacht. Das Menschen haben nur so blassgrüne Augen. Und nur die Götter haben die richtig grünen Augen. Meine Augen sind auch nur blassgrün. Little is known of her Marchese husband. It's as if he vanished from history after completing his role, which was to introduce Dolores Dei to court. In conclusion, yes, there is something lonely, paranoid, and even terrifying that people seldom mention, but feel when they think of her. Also sie war unfassbar einsam. Der Maschist, der sie am Hof vorgestellt, der ist danach aus der Geschichte verschwunden. Interessant. This subtle terror is part of her iconography. Ist er? Also sie so allein Lieutenant steht? Freighter, you've stood there for over 5 minutes. Die ruhige Stimme des Lieutenants halten in der kalten Kirche noch wieder. What are you thinking of, if I may ask? Sie steht auf irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Fall. Leuchtende Lungen, das ist ziemlich krank. Sie ist nicht menschlich, du scheiß Kriegsverbrecherin! Leuchtende Lungen, das ist ziemlich krank. Yes, glowing lungs are quite unusual. After that one time, they have not been reported to glow. Er nimmt seine Brille ab, um sie zu säubern. You know, this church, the coast, we shouldn't linger. Finish what you came here to do and let's move on. This isn't a good place to get lost in. Das klingt gut, um sich zu verlieren. Aber ich möchte aber vorher fragen, ob er ein Anhänger ist. Yes, we all are. Her name, body and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. Ja, das sind wir alle. Ihr Name ist der Sinnbild des Humanismus. Du fasst dir ans Kinn. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gläubig sind. The woman looks by in silence, smiling enigmatically. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gläubig sind. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith, only accordance. Das elysianische Glauben verlangt kein Glauben, nur Zustimmung. Ah ja. Gut, wir müssen visuelles Kalkül hochkriegen. Ärgerlicherweise ist, glaube ich, unser Gedanke ist, glaube ich, gerade gegen... Ah nee, oder? Warte, wo sind wir gerade dran hier? Ja, warum ist denn mal alles gegen visuelles Kalkül? Das ist doch schrecklich. Egal, ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Hemd. Nee, habe ich nicht. Habe ich nichts für visuelles Kalkül? Und was hatte ich doch? Nee, minus visuelles Kalkül. Haha! Ja, ich glaube, besser wird's denn auch fast schon wieder nicht. Tja, ich glaube, mehr visuelles Kalkül. Ja, doch hier. Schauspielkunst, Wahrnehmung. So, gut. Bonus aus Gedanken. Intellekt, Grundwert. Ja, okay. Besser wird's nicht. Versuchen wir's. The mother of humanism stands above you. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you. A ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one. And a text. A leitmotif below them both. Bevor es zerbrochen war eine ältere Frau unter der jungen Frau. Wer hat diese Musik zerschlagen? Unknown. Unbekannt. Danke. Something during the raid the lieutenant mentioned. Or just hooligans looking for something to break. Vielleicht wegen der Razzia. Wer ist die ältere Frau? Auch Dolores Dei? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand
and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. Aha. Immerhin hat sie einen Reichsapfel. Schön, dass das Wort Reichsapfel noch eingebaut ist. Das ist die Königin, die von den Schuldreihen D beraten wurde. Darüber selbst ist sie selbst ganz Small zu sehen. figures of wise men, common men. Worshippers walk up the stairs to stand at her Ist das feet. eine Brille? Secret servicemen, farriers, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Das sind echt viele Details. Und das Motto? Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Das Leben des nach dem Leben Tod, nach dem Tod das Leben des Neuen. Ah ja, da kommt also ihr Passwort her. And then along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Also hinter der Welt, das ist das Grau, hinter der Welt, hinter den Grau die neue Welt. Gut, dann habe ich eine gute Idee, was das Passwort für den anderen vom Computer ist. After life, death. After death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This is the great leitmotif of humanism, a summary of the effect of the discovery of this Isola, the Insulindian, on human thinking. A tremendous sea change akin to finding life after death. Das Leitmotiv des Humanismus nach der Entdeckung der insulinischen Isola hat einen großen Einfluss. Umwälzende Änderung vergleichbar zum Entdecken des Lebens nach dem Tod. Hey, Lieutenant, hier stand was. Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. Yep, genau. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Ah, früher war es der Leitspruch der BMA, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Warum nicht? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Oh, der Spruch war zu feminin, eine reine Macho-Mumma. So, was ist jetzt das Motto? Justice, union, prudence and force. Gerechtigkeit, Einigkeit, Besonnenheit der Kraft. Nicht sehr feminin. Mir gefällt das andere Motto besser. Finde ich gut. Lässt die ganzen Schwanzlutscher in Gottes Futter starren? Nee, schwuchteln. Nicht sehr feminin. Not at all. Ja, du trittst zurück. Ah ja. The mother of humanism towers above you. A wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Du drehst dich um. Gut. Schön.